Über den Schwarzmüller-Kippaufbau haben wir ja bereits in aller Ausführlichkeit gesprochen. Und natürlich bekommst du in Hansing auch den dazu passenden Zentralachsanhänger, damit du die in den meisten europäischen Ländern maximal gültigen 40 Tonnen Zuggesamtgewicht auch in voller Breite ausnutzen kannst. Es geht aber auch anders, wie die Schweiz beweist. Denn bei den Eidgenossen ist der Solo-Motorwagen mit 5 Achsen gang und gäbe mit einem Gesamtgewicht von 40 Tonnen. In den Niederlanden übrigens 50 Tonnen. Nur in Deutschland dürfen wir eben nur maximal 32 Tonnen mit einem Solo-Motorwagen und 4 Achsen. Die EU denkt zwar über eine Harmonisierung nach, aber das kann dauern. Und bis dahin dürfen wir in Deutschland eben nur mit 32 Tonnen spielen. Die Standardradformel ist ein 10x4-6, also ein 5-Achser mit 2 Antriebsachsen und 3 gelenkten Achsen. Beide Vorderachsen und meistens die letzte Achse sind hydraulisch gelenkt. Selbst im Stand würde man also die 5. Achse anlenken können. In unserem Fall ist es heute leider nicht möglich, denn unser Kipper ist leer und damit ist auch die 5. Achse oben. Und so ausgestattet braucht der 5-Achser beim Manövrieren weniger Platz als eine 2-Achs-Zugmaschine mit einem 3-Achs-Auflieger. Also ideal in der Baustelle oder den engen Spitzkehren in den Schweizer Bergen. Obwohl wir in Deutschland und Österreich auch jede Menge dieser Alpen haben. Der aufgebaute 5-Achser wiegt inklusive einer Stahlsegmentmulde rund 15 Tonnen plus minus. Das heißt, es bleiben euch noch ca. 25 Tonnen Nutzlast über. Mit einer Alumulde sogar 1 Tonne mehr. Die Standard-Schwarzmüller-Segmentmulde für den 5-Achser misst 6800 x 1470 mm und verfügt über ein Volumen von ca. 22 Kubikmeter. Dieser Kippaufbau ist sogar straßenfertigertauglich und der Alu-Trapez-Unterfahrschutz ist elektrohydraulisch hochklappbar. Und bei Fahrzeugen mit weniger Achse und einer Maulkupplung werden natürlich für den Fertiger noch die Licht- und Luftanschlüsse nach oben verlegt. Ach, guck mal, Julia. Hier hat Schwarzmüller noch ein Fluggerät eingebaut. Ha! Na danke, Harald. Und wenn du dich bei deinem 5-Achser für einen Schwarzmüller 3-Seiten-Kipper entscheidest, dann hat der selbstverständlich alle bewährten und schon vorgestellten Kippergene.